Wenn ihr meinen Kanal schon eine Weile verfolgt, dann wisst ihr, ich hadere immer mal wieder mit meinen kleineren und größeren Wehwehchen. Aber jetzt ist ja zum Glück Frühling. Die Tage werden länger, es wird wärmer und vor allem, mir geht es endlich wieder besser. Ich habe wieder Energie. Nicht für irgendeinen symbolischen Neustart, sondern für etwas, das ich nun wirklich verändern will. Und deshalb habe ich einen Entschluss getroffen. Ich werde etwas gegen mein Übergewicht tun. Und zwar auf eine Art, über die seit einiger Zeit ziemlich viel gesprochen wird und über die ich mich schon länger intensiv informiert habe. Ja, ich werde tatsächlich in den kommenden Wochen und Monaten eine Abnehmspritze ausprobieren, um mein Gewicht damit zu reduzieren. Warum ich diesen Weg gehe, wie ich dazu gekommen bin und was ich dabei gelernt habe, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Also herzlich willkommen bei Ulf Unplugged. Gleich vorweg, damit das sauber eingeordnet ist. Ich bin kein Arzt und ich bin auch kein Ernährungswissenschaftler. Und ich gebe hier auch keine allgemeingültigen Tipps zum richtigen Abnehmen. Ich bin außerdem auch kein Werbebotschafter. Ich werde für dieses Video von niemandem bezahlt. Ich erzähle hier nur meine eigene Geschichte und dokumentiere einen Weg, für den ich mich persönlich entschieden habe. Ob dieser Weg für andere Menschen vielleicht auch passt, ja, das kann ich nicht beurteilen. Dafür sind die Voraussetzungen bei jedem Menschen einfach zu unterschiedlich. Wenn ihr selbst über so etwas nachdenkt, dann ist mein ernst gemeinter Rat: Sprecht mit einem guten Arzt oder einer guten Ärztin eures Vertrauens darüber. Bei mir war der Ausgangspunkt relativ klar. Ja, ich hänge fest. Mit meiner Depression, mit meiner Schlafapnoe und mit verschiedenen anderen gesundheitlichen Baustellen. Und irgendwann merkt man dann, das ist nicht mehr einfach nur unangenehm, das wird tatsächlich zu einem Zustand. Ein Zustand, in dem man theoretisch ziemlich genau weiß, was man tun müsste und praktisch erstaunlich wenig davon tut. Ich weiß natürlich auch, wie die goldene Antwort eigentlich lautet. Ja, besser essen, mehr bewegen, trainieren. Und ja, das stimmt ja auch. Das hat mir meine Ärztin genau so erklärt. Aber Abnehmen ist eben nicht nur ein körperlicher Vorgang, sondern auch ein psychologischer Prozess. Und dieser Prozess hängt stark davon ab, wo jemand gerade steht. Was für den einen nach einem vernünftigen Standardweg klingt, kann für den anderen in der konkreten Lebenssituation gerade kaum umsetzbar sein. Und genau da bin ich im Moment. Ich brauche nicht nur einen Plan, ich brauche tatsächlich ein Erfolgserlebnis. Ich brauche das Gefühl, dass sich überhaupt mal wieder etwas in Bewegung setzt. Also im Körper, aber ehrlich gesagt auch im Kopf. Und natürlich habe ich mich deshalb auch mit den Risiken einer Abnehmspritze beschäftigt. Denn so ein Medikament ist nichts, was man mal eben nebenbei ausprobiert. Die Abnehmspritze als Thema ist im Alltag noch vergleichsweise jung. Die Wirkstoffe dahinter werden allerdings schon länger im Zusammenhang mit Diabetes eingesetzt. Erst später kam dann die Nutzung bei Übergewicht stärker in den Fokus. Und ja, mögliche Risiken sind dokumentiert. Es gibt Hinweise auf Probleme, etwa im Zusammenhang mit Bauchspeicheldrüse, Gallenblase oder im Sehvermögen. Außerdem ist bekannt, dass man nach dem Absetzen unter Umständen wieder zunimmt. Und gerade am Anfang hat man wohl mit einigen Nebenwirkungen wie Übelkeit zu kämpfen. Das alles muss man ernst nehmen und genau das habe ich auch getan. Ich wollte mir da nichts schönreden und auch nichts ausblenden. Am Ende ist es für mich eine Abwägungsfrage gewesen. Auf der einen Seite stehen die Unsicherheiten eines solchen Medikaments. Auf der anderen Seite stehen die ganz realen Belastungen, die mein Übergewicht schon jetzt mit sich bringt. Übergewicht erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Meine Schlafapnoe wird dadurch sicher auch nicht besser. Und das alles wirkt natürlich auch auf meine Psyche zurück. Es verstärkt die Erschöpfung, den Frust und diese Mischung aus Einsicht und Antriebslosigkeit, die man irgendwann nur noch schwer sortiert bekommt. Und genau in diesem Punkt stellt man sich irgendwann eine ziemlich einfache Frage. Ja, welches Risiko ist für mich eigentlich das Größere? Und welcher Weg gibt mir überhaupt die Chance, wieder handlungsfähiger zu werden? Deshalb kann ich auch mit dem weitläufigen Vorwurf, dass die Abnehmspritze Cheating sei, ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Ich trete hier gegen niemanden an. Ich habe einfach eine persönliche Entscheidung getroffen. Nach viel Recherche, nach ehrlicher Abwägung und gemeinsam mit meiner Ärztin.
Diese Entscheidung muss niemand für sich übernehmen, aber ich finde, man kann sie auch respektieren. Und nein, die Abnehmspritze ist kein Wundermittel, das weiß ich. So laienhaft runtergebrochen wirkt der Wirkstoff vor allem auf das Hungergefühl. Das ist kein Zauber und es entbindet mich auch nicht von dem, was weiterhin nötig ist. Meine Ernährung zu verändern, mich mehr zu bewegen und hoffentlich auch wieder regelmäßig zu trainieren. Ja, das weiß ich ziemlich genau. Ich setze es nur nicht immer mit der gleichen Konsequenz um, mit der ich es tatsächlich analysiere. Meine Hoffnung ist deshalb auch keine spektakuläre. Ich hoffe, dass ich sichtbar Gewicht verliere, dass ich mich dadurch leichter fühle. Körperlich, aber auch mental. Und dass es mir dann leichter fällt, Training und Ernährungsumstellung wirklich anzugehen. Wenn das gelingt, hätte das im besten Fall auch eine positive Auswirkung auf meine Depression, ja, und auch auf meine Schlafapnoe. Und dann wäre es am Ende fast zweitrangig, wie viele Kilo ich verliere oder mit welcher Figur ich dann am Ende, beziehungsweise im Sommer, auf Ibiza am Strand liege. Wobei, wenn wir ehrlich sind, ganz egal ist einem das natürlich auch nicht. Was mich bei dem Thema außerdem stark beschäftigt, ist dieser ganze Markt drumherum. Denn das ist inzwischen ein riesiges Geschäft. Sobald man einmal den Begriff Abnehmspritze sucht, ist der Feed voll mit Werbung, Versprechen und vermeintlich einfachen Lösungen. Dazu kommen dann auch noch Influencer, Testimonials und dieses Gefühl, dass einem eine enorme Leichtigkeit verkauft wird. Mich hat genau das eher skeptisch gemacht. Nicht, weil jeder digitale Weg automatisch schlecht sein muss, nein, sondern weil ich an vielen Stellen das Gefühl hatte, dass aus einem Patienten sehr schnell ein Kunde wird. Und genau das wollte ich für mich eben nicht. Ich bin deshalb zu meiner Hausärztin gegangen, die mich seit Jahren kennt und habe dort meine Situation besprochen. Nicht nur mein Gewicht, sondern auch mein Gesamtbild. Auf dieser Grundlage haben wir dann gemeinsam entschieden, ja, dass ich diesen Weg gehe. Ich starte mit Mounjaro und werde meinen Verlauf zusätzlich über eine App dokumentieren und das dann mit meiner Ärztin besprechen. Finanziell ist es übrigens auch kein Selbstläufer. Die begleitende App wird von meiner gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Die Kosten für die Abnehmspritze und das Zubehör trage ich dagegen selbst. Für das erste Monatspaket waren das rund 220 €. Das ist viel Geld. Keine Frage, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber ich gehe diesen Weg nicht, weil es günstig ist, sondern weil ich hoffe, dass sich tatsächlich etwas verändert. Und damit sind wir auch schon beim Jetzt. Ich habe das Rezept, ich habe die Spritze, sie liegt bei mir drüben im Kühlschrank. Und morgen werde ich sie zum ersten Mal einsetzen. Ab dann werde ich diesen Weg hier dokumentieren, mit allem, was dazugehört. Fortschritte, Rückschläge, Gedanken, ja mit der Realität. Ob das in einem festen Rhythmus passiert oder etwas unregelmäßiger, weiß ich im Moment selbst noch nicht. Für mich ist das ja selbst noch ziemliches Neuland. Einen Ausgangspunkt können wir aber festhalten. Aktuell bin ich 55 Jahre alt, 1,80 Meter groß und wiege 101 Kilo. Daraus gibt sich ein Body Mass Index von 31,2. Tja, und jetzt schauen wir mal, was daraus dann werden wird. Nicht als Wundererzählung und nicht als Werbeveranstaltung, sondern als ziemlich ehrlicher Versuch, mein Leben wieder ein Stück nach vorn zu bewegen. Wenn ihr mich auf diesem Weg begleiten wollt, dann bleibt gern dabei. Tatsächlich würde mich interessieren, kennt ihr dieses Gefühl, genau zu wissen, was richtig wäre und trotzdem festzuhängen? Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Ulf Unplugged. Ciao.